Hallo West Wing, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch heute mein Zuhause. Hallo. Nochmal. Mein Name ist Sonja, ich bin 31 Jahre alt. Ihr seid hier bei mir zu Hause am Stadtrand von München. Ich lebe hier seit 4 Jahren mit meinem Mann und bin seit 6 Jahren professionelle Hochzeitsplanerin. Wir sind hier in meinem Wohnzimmer. Ich zeige euch heute ein bisschen von meinem Einrichtungsstil, der relativ elegant ist, hochwertig. Das heißt, viele neutrale Farben und auch Elemente. Und ja, nichtsdestotrotz versuchen wir aber auch vieles Persönliches einzubauen, wie zum Beispiel unsere Fotowand, die uns sehr viel bedeutet. Die Fotos reflektieren ein wenig unsere Herkunft und unsere Wurzeln. Ganz oben sieht man Mazar-e-Sharif in Afghanistan, da ist meine Mama geboren. Aber auch Italien, wir lieben Italien. Wir haben einen wirklich persönlichen Bezug. Ich habe viele Hochzeiten in Italien, bin daher regelmäßig dort. Das ist meine zweite Heimat. Und aber auch Istanbul, weil wir einfach die Stadt lieben. Ja, diese Lebendigkeit und die Menschen dort. Meine Inspiration hole ich mir meistens aus der Mode, aus dem Fashion, aber auch sehr viel aus meinem Job. Ich arbeite, wie gesagt, als Hochzeitsplanerin, das heißt Design und aber auch Look and Feel ist mir extrem wichtig. Und so gestalte ich auch mein Zuhause. Das heißt, wenn wir einen neuen Raum gestalten möchten oder wenn wir neue Einrichtungen suchen, dann nutze ich immer wieder das Konzept eines Moodboards und das würde ich euch auch empfehlen tatsächlich, denn das hilft einfach, den roten Faden beizubehalten, Ideen zu sammeln aus dem Internet, Social Media und aber auch aus meinen ganzen Reisen. Ich reise sehr viel als Hochzeitsplanerin, bin viel unterwegs, weltweit, habe somit auch viele Hotels schon gesehen und viele verschiedene Orte, Locations. Und aus diesen Locations ziehe ich mir tatsächlich die meiste Inspiration und bin auch sehr dankbar dafür. Um euer Zuhause ebenso elegant und hochwertig zu gestalten, empfehle ich euch auf jeden Fall ab und zu mal die Kissenbezüge auszutauschen oder aber auch einen anderen Teppich zu nutzen. Im Winter zum Beispiel einen flauschigeren Teppich, im Sommer einen etwas dünneren Teppich oder aber auch schöne flauschige Decken mit einzuarbeiten und einfach ja, sich einzukuscheln im Winter dazu. Neben dem lieben wir Kerzen. Es ist inzwischen schon ein Ritual, dass wir jeden Abend uns ein paar Kerzen anmachen, vor allem im Winter. Der Raum duftet unglaublich gut und gibt dem Ganzen ein wirklich wohnliches und schönes, gemütliches Ambiente. Bleibt dran, ich zeige euch später noch mein Arbeitszimmer, wie ich es als Hochzeitsplanerin eingerichtet habe. Wir befinden uns jetzt in unserer Küche und im Essbereich, den wir ganz bewusst zusammengefügt haben. Das heißt, der Essbereich ist Teil der Küche, was wir sehr, sehr mögen, weil wir tatsächlich gerne auch hier mit unseren Freunden und der Familie frühstücken und essen. Und man kann einfach sehr viel kommunikativer miteinander sprechen, während man das Dinner zubereitet. Von der Einrichtung her habe ich mich etwas ausgetobt mit einigen goldenen Elementen, wie zum Beispiel der Kerzenständer, aber auch in der Leinwand. Oder aber auch unser Kronleuchter, den ich sehr mag und auch sehr liebe. Trotzdem bin ich mir sehr treu geblieben und habe hochwertige Elemente, wie zum Beispiel diesen Marmortisch mit eingearbeitet und neutrale Farben wie beige Samtstühle oder aber auch unsere beigen Vorhänge. Und dafür kontrastreich die Küche, die sehr neutral ist, dennoch auch in den natürlichen Tönen wie das ganze Haus. Auch im Essbereich würde ich euch empfehlen, mit hochwertigen Artikeln zu arbeiten, wie zum Beispiel einem Marmortisch. Der Marmortisch ist einfach super praktisch, man wischt drüber und es ist sofort sauber. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich günstigere Elemente mit einbauen, wie zum Beispiel wieder die Kissen, denn die sind austauschbar und auch natürlich je nach Saison, Sommer, Winter, super gut zu kombinieren.
So, und jetzt zeige ich euch mein Schlafzimmer. Kommt mit! Wir befinden uns jetzt in unserem Schlafzimmer. Auch hier haben wir erdige Töne benutzt, auch hier wieder hochwertige Elemente und Möbelstücke eingebaut. Nichtsdestotrotz habe ich einen eleganten und Glamour-Look versucht einzubauen mit unserem schönen Kronleuchter und unseren schönen Lampen, die wir gerne abends nutzen, zum Buchlesen oder auch einfach nur zum Quatschen. Im Sommer und im Winter versuche ich immer wieder verschiedene Kissen zu nutzen, verschiedene Decken, damit man da auch wieder ein Umstyling hat, was nicht so teuer ist. Und eines meiner liebsten Tipps ist tatsächlich, einfach mal eine Tapete in die Bilderrahmen einzurahmen. Denn das habe ich hier gemacht. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir die Wand tapezieren oder dem Ganzen einfach ein paar schöne Bilder mit schönen Bildern dekorieren. Wir haben uns dann für die Bilder entschieden, aber die Tapete hat mir so gut gefallen, dass ich sie einfach eingerahmt habe. Einrichtung des Schlafzimmers war mir tatsächlich sehr wichtig, dass wir mit ganz vielen hellen Farben arbeiten, dass man morgens einfach, wenn die Sonne reinscheint, auch wirklich dieses wohnliche Gefühl hat und sich wohlfühlt. Und das ist ein bisschen anders als im restlichen Haus tatsächlich, denn ich habe hier keine Schwarztöne und keine dunklen Töne eingebaut, ganz bewusst, weil es mir ein schönes Gefühl gibt, morgens mit Sonnenstrahlen aufzustehen und diese hellen Farben mich einfach glücklich machen. Tatsächlich durfte ich auch in diesem Raum, wie in allen anderen Räumen, meinen Einrichtungsstil ausleben lassen und mein Mann vertraut mir da voll und ganz. Ich habe ein paar glamouröse Elemente mit eingebaut und bin ganz gespannt, wie es bei euch ist. Erzählt mir doch, ob auch ihr an eurer Einrichtung alles selbst entscheidet oder gemeinsam entscheidet. Kommentiert gerne unter dem Video. Wir befinden uns jetzt im Obergeschoss von unserem Häuschen und jetzt zeige ich euch unser Duschbad. Auch im Duschbad bin ich meinem Look treu geblieben. Ich arbeite gerne auch hier mit Kerzen, Duftkerzen vor allem und aber auch kleinen schönen Deko-Elementen wie zum Beispiel den Korallen. Auch meine Kunden und Brautpaare wachsen mir immer wieder ans Herz. Tatsächlich sind sie fast schon teilweise Freunde. Nichtsdestotrotz kommen sie auch zu den Erstgesprächen zu mir nach Hause. Es ist immer schön zu sehen, für sie auch, wie ich wohne, wie ich eingerichtet bin. Denn das spiegelt auch meinen Stil in den Hochzeiten etwas wider. Und sie können ja schon voller Vorfreude auf ihren großen Tag warten. Wir empfangen die Kunden eigentlich immer mit leckeren Getränken und auf jeden Fall einen guten Kaffee, als auch natürlich frische Blumen. Frische Blumen geben dem Ganzen einfach einen schöneren Flair, machen es gemütlicher und einladender. Schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Tschüss.